Gesundheit braucht Verstand, ihr kennt das. Ihr seid gestresst, der Magen rebelliert, der Nacken ist verspannt, ihr schlaft schlecht. Ihr habt gehört, das liegt am Vagusnerv. Und wenn man den stimuliert oder aktiviert, dann soll das besser werden. Und ihr wollt wissen, wie ihr den aktivieren könnt? Als Neurowissenschaftler beschäftige ich mich über 30 Jahre mit den Gehirn und mit den Nerven und den Funktionen, die darüber gesteuert werden. Und der Vagusnerv für sich, der kann selber gar nicht so viel tun. Er ist eine Datenautobahn. Und es kommt darauf an, was an dieser Datenautobahn hängt und welche Informationen darüber fließen. Eure Atmung, euer Herz, eure Verdauung und jedes andere Organ, was da noch so dran hängt, bis hin zum Darm. Und wenn diese Systeme, die da dranhängen, nicht im Gleichgewicht sind, weil grundlegende Funktionen gestört sind, dann könnt ihr an eurem Ohr rumfummeln, wie ihr wollt. Es wird nichts nützen. Wie ihr wirklich auf den Vagusnerv und alles, was dranhängt, Einfluss nehmen könnt, das zeige ich euch heute. Schritt für Schritt. Und am Ende wird auch klar, wie das alles zusammenhängt. Und was wirklich das erreicht, was euch die Vagusstimulationsgeräte und andere Techniken versprechen. Und jetzt schauen wir uns mal die Datenautobahn an. Der Vagusnerv ist der 10. von 12 Hirnnerven. Ein paariger Nerv, der links und rechts aus dem Hirnstamm austritt, also aus dem ältesten Teil unseres Gehirns. Und von dort durch den Rachenraum, an der Lunge, am Herzen vorbei, am Magen bis zum Darm. Kein anderer Hirnnerv hat diese Reichweite. Es ist ein Nerv, der zum parasympathischen Nervensystem gehört. Rest, Endigest, Ruhe, Entspannung, Verdauung. Das wird von ihm geleitet. Das Gegenstück zum Parasympathikus ist der Sympathikus. Unser Stressnerv, Fight and Flight, der versetzt euren Körper in den Zustand, der nötig ist, um auf Bedrohungen richtig reagieren zu können. Aber natürlich sind beide Systeme wichtig und beide müssen funktionieren. Bei den meisten Menschen, die Probleme haben, ist das Gleichgewicht gekippt. Der Sympathikus, der Angriffsnerv, der dominiert dann dauerhaft. Und der Vagusnerv, der zentrale Nerv auf der Erholungsseite, der kommt nicht mehr zum Zug. Ich habe vorhin gesagt, von diesem Kabelnerv gehen verschiedene Abzweigungen ab. Zum Magen, zur Lunge, zum Herzen, zum Darm. Und die Frage ist, welche Informationen fließen über die Leitung? Und jetzt wird's interessant. Der überwiegende Teil der Fasern, also jeder Nerv hat ganz viele Fasern, 75% tragen die Information aus dem Körper in das Gehirn. Aufsteigende Informationen. Und nicht andersrum. Der Vagusnerv hört vor allen Dingen zu. Er sammelt. Wie schlägt das Herz? Was passiert im Darm? Wie läuft die Verdauung? Und wenn die Information zum Gehirn gelangt ist, dann schickt das Gehirn über die restlichen Fasern des Vagusnervs die Information zurück und reguliert. Zum Beispiel Herzschlag runter, Verdauung rauf. Ohne den Vagusnerv würde euer Herz auf 100 Schläge pro Minute laufen. Vagus bremst das ab auf 60 plus minus 10. Und im Darm, wo der Nervus vagus ja auch andockt, da sitzen über 200 Millionen Nervenzellen. Das sind so viele, dass man vom Darm als zweites Gehirn im Körper spricht. Und dort wird der Hauptteil von Serotonin erzeugt, über 90%. Serotonin ist ein Neurotransmitter, ein Hirnbotenstoff, der eure Stimmung beeinflusst, euren Schlaf und auch euren Appetit. Jetzt denkt man, wenn Serotonin im Darm so viel erzeugt wird, geht das dann über das Blut ins Gehirn? Das passiert nicht, denn das Serotonin müsste die Blut-Hirn-Schranke überwinden, ein Sicherungsgate, damit es ins Gehirn gelangen kann. Und das schafft es nicht. Aber, und das ist entscheidend, es aktiviert direkt im Darm die Nervenfaser des Vagusnervs. Und der meldet dem Gehirn, was da unten passiert. Also kein Informationsfluss über Blut, über Serotonin direkt, sondern
Über den Nerv wird die Information zum Gehirn übertragen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass diese Datenbahn sauber und richtig funktioniert. Wenn die Signale nicht stimmen, kommt da oben im Gehirn etwas Falsches an. Und wenn falsche Informationen ankommen, wird falsch reagiert. Stimulieren bedeutet also, diesem Nerv die richtige Information liefern. Die Frage ist, welche Informationen haben den größten Einfluss darauf, was über die Datenautobahn fließt? Die Antwort liegt im Rachenraum. Hier passiert etwas Besonderes. Der Vagusnerv trifft sich hier mit dem 9. Hirnnerv, den Zungenrachennerv, und die beiden verflechten sich quasi in einer Region, die heißt Plexus pharyngeus, und von dort führen die Informationen direkt in die Nervenkerne des Gehirns, ohne Umwege. Und die Nervenkerne im Gehirn, die sprechen miteinander. Die teilen sich Informationen. Der eine sammelt die Informationen aus dem Körper und der andere schickt sie zurück. Das ist die Schaltzentrale. Und welche Funktionen laufen genau hier am Plexus pharyngeus zusammen? Es sind die elementarsten Funktionen des Menschen, die Überlebensfunktionen, die Atmung und das Schlucken. Und ich füge immer noch eine dritte hinzu, die Haltung des Kopfes, damit sich alles richtig einstellen kann für die anderen Funktionen. Die erste, die Atmung. Und jetzt müsst ihr eines verstehen, die Funktion von Atmung und Schlucken, die laufen nicht einfach so. Die werden gesteuert aus unserem Gehirn und da gibt es einen Taktgeber, Central Pattern Generator, aber der gibt genau einen Rhythmus vor, wie unsere Atmung funktioniert und wie sie sich mit dem Schlucken koordiniert. Und der Taktgeber, der ist nicht im Gehirn irgendwo, sondern liegt direkt neben dem Nervenkern des Nervus vagus. Im selben Hirnstamm, in direkter Nachbarschaft. Und dieses System wird kalibriert, und zwar von Geburt an. Ein Neugeborenes atmet durch die Nase, saugt, schluckt und koordiniert das im Millisekundentakt. 2 bis 3 Saugbewegungen, ein Schluck, kurze Atempause und schon geht's weiter. Und das ist kein gelerntes Verhalten. Das liegt bei der Geburt bereits fertig vor. Wenn sich dieses Muster im Laufe des Lebens verschlechtert durch Mundatmung, durch falsche Gewohnheiten, läuft der Taktgeber trotzdem weiter. Allerdings mit falschen Werten. Und das Gehirn lernt das Falsche als normal. Was heißt das konkret? Probiert mal aus. Atmet jetzt langsam durch die Nase ein, 3, 4, 5 Sekunden. Und jetzt langsam wieder durch die Nase ausatmen, länger, ungefähr 6 Sekunden. Merkt ihr, was passiert? Und wenn nicht, dann macht es nochmal. Euer Puls beruhigt sich nämlich. Und wenn ihr jetzt auf 5 bis 6 Atemzüge pro Minute mal reduziert, dann setzt ein anderer Effekt ein, der sogar auf euren Blutdruck wirkt und auf euren Herzschlag. Wer so eine Smartwatch hat, die Herzfrequenz und so weiter misst und auch Herzratenvariabilität, dann messt das mal. Das ist nämlich der direkte messbare Wert, wie aktiv euer Vagusnerv gerade ist. Je höher die Herzratenvariabilität ist, desto besser kann euer Körper zwischen Anspannung und Entspannung wechseln. Macht diese Atemübung etwa 5 Minuten und dann kontrolliert ihr den Unterschied. Mundatmung hingegen macht genau das Gegenteil. Sie funktioniert flach, sie ist schnell, dabei ist der Sympathikus hochaktiv. Und bei den Mundatmern ist das der Dauerzustand, Tag und Nacht. Die merken es aber nicht mehr, weil der Taktgeber sich daran angepasst hat. Und das kann Folgen im gesamten Körper haben. Das zweite, das Schlucken, auch dafür gibt es im Hirnstamm einen Taktgeber, ein Central Pattern Generator für Schlucken. Und das ist wiederum direkt mit dem Atemtaktgeber verschaltet. Wenn ihr schluckt, wird die Atmung unterbrochen, ob ihr wollt oder nicht. Und zwar jedes Mal beim Schlucken. Das wird im Millisekundentakt koordiniert. Wir schlucken 1500 bis 2000 Mal am Tag und bei jedem Schlucken wird dieses Geflecht im Rachenraum aktiviert. Schluckt jetzt mal bewusst. Kontrolliert, ob eure Zungenspitze oben am Gaumen liegt. Oder drückt sie beim Schlucken gegen die Zähne. Spannt sich euer Kinn und Gesicht an? Presst ihr die Lippen stark zusammen beim Schlucken?
Wenn ja, dann ist das ein kompensatorisches Muster. Dann hat euer Gehirntaktgeber über die Jahre ein falsches Muster angepasst. Und dann bekommt der Vagusnerv 1500 bis 2000 Mal am Tag ein falsches Signal, was er zum Gehirn weiterleitet. Und drittens die Kopfbalance. Der Vagusnerv tritt hier an der Schädelbasis aus, eine relativ enge Stelle. Und die Kopfhaltung regelt entscheidend dabei mit, ob das Schlucken und das Atmen mit der richtigen Haltung funktioniert. Aber das geht auch andersherum. Wenn die Schluckbewegungen falsch sind, ist die Kopfbalance verändert. Die kopfbalancierende Muskulatur, die ist dann nämlich schwach. Alle drei Systeme stützen sich gegenseitig. Funktioniert eins nicht richtig, können es die anderen beiden auch nicht. Wenn der Kopf nach vorne geschoben ist, was bei Mundatmung immer der Fall ist, dann verändert sich die ganze Geometrie im Rachenraum. Die Atemwege verengen sich, die Schluckbewegung kompensiert und die Spannung der Nackenmuskulatur steigt extrem an. Und es geht noch weiter nach unten. Wenn die Kopfhaltung nicht stimmt, kann das Zwerchfell nicht richtig arbeiten. Und das Zwerchfell ist der größte Atemmuskel. Und wenn der komprimiert wird, wenn er sich nicht richtig entfalten kann, wirkt sich das natürlich wiederum auf den gesamten Bauchraum aus. Auf den Darm, auf die Darmflora, auf das enterische System. Also euer zweites Gehirn, von dem ich vorhin gesprochen habe. Diese drei Funktionen, Atmung, Schlucken, Kopfverlangen, sind über den Hirnstamm miteinander gekoppelt. Stimmt eine nicht, können auch die anderen nicht richtig laufen. Das ist ein System und die Auswirkungen ziehen sich durch den ganzen Körper. Ihr werdet im Internet Geräte finden, die versprechen, über das Ohr den Vagusnerv zu stimulieren. Und tatsächlich sitzt dort ein kleiner Ast des Nervus vagus, der nennt sich Anodnerv. Und die Idee ist, wenn man da einen Reizimpuls setzt, erreicht man dadurch den Vagusnerv. Dieser Ast hat etwa 350 Fasern und der gesamte Vagusnerv hat etwa 100.000. Und diese 350 sind alles aufsteigende Informationen. Sie melden Berührung und Temperatur. Selbst wenn da ein Signal im Gehirn ankommen sollte, dann ist das eine rein diffuse Stimulation, mit der das Gehirn nichts anfangen kann. Die Taktgeber im Gehirn, die kennen dieses Signal nicht. Die kennen Atmung, die kennen Schlucken und keineswegs einen Stromimpuls aus dem Ohr. In der Medizin gibt es allerdings Fälle, wo der Vagusnerv tatsächlich elektrisch stimuliert wird. Bei schweren Epilepsien, bei schweren Depressionen, bei Arthritis. Aber da wird ein Gerät implantiert direkt am Vagusnerv. Und das geschieht natürlich ausschließlich unter ärztlichem Einfluss. Und das kommt nur dann zum Tragen, wenn es der letzte Ausweg ist. Wenn Medikamente nicht mehr wirken. Und selbst da ist der Erfolg fragwürdig. Und das Gehirn muss erstmal lernen, mit diesem Reiz umzugehen. Denn auch das ist letztlich für das Gehirn eine diffuse Stimulation, die es nicht kennt. Wir wissen bis heute nicht genau, was eine langfristige elektrische Stimulation an dem Nerv langfristig bewirkt. Es wird immer das Risiko abgewägt. Bei schwerer Epilepsie ist das nachvollziehbar, dass man solch ein Implantat einbringt in den Körper. Aber das ist was völlig anderes als ein Gerät fürs Ohr aus dem Internet. Und dann noch das Eisbaden. Auch da wird versprochen, dass euer Vagusnerv damit aktiviert wird. Aber so pauschal ist das völlig falsch. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Akute Ganzkörperkälte aktiviert den Sympathikus, euren Stressnerv. Genau das Gegenteil von dem, was ihr erreichen wollt. Wir haben dazu ein eigenes Video gemacht und der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Die Frage, die sich jetzt stellt, wenn solche Funktionen, die ich beschrieben habe, so einen großen Einfluss haben, warum mache ich das denn nicht einfach? Also durch die Nase ständig atmen und das Schlucken richtig durchsetzen und die Aufrichtung des Kopfes einstellen. Wenn das nicht richtig funktioniert hat, haben die Taktgeber in eurem Gehirn nämlich die falschen Muster gespeichert und ihr habt es gar nicht gemerkt. Wenn ihr jahrelang durch den Mund geatmet habt,
wenn ihr jahrelang falsch geschluckt habt, wenn ihr mit einer Kopfposition so vor dem Bildschirm hängt, während ihr euch das Video anschaut, dann ist das eure ständige Referenz. Und das läuft alles automatisch. Auch im Schlaf wird's falsch gemacht. Einmal bewusst durch die Nase atmen, das ändert daran gar nichts. Das ist wie eine Fremdsprache. Einmal Merci sagen, macht euch nicht zum Französischsprecher. Was braucht man nämlich, um eine Sprache zu lernen? Training, Wiederholung, über Wochen und Monate. Und was braucht man, um eine Sportart zu lernen? Dasselbe. Und genauso ist es hier, wenn falsche Muster gelernt sind. Da müssen die falschen Muster überschrieben werden durch richtige. Die Taktgeber neu kalibrieren, bis das Gehirn die neuen Funktionsabläufe als Automatismus abgespeichert hat. Was braucht man also? Nicht ein Training, was irgendwas trainiert, sondern ein Training, was diese 3 Funktionen koordiniert anspricht. Denn keine der 3 Funktionen kann alleine funktionieren. Die stärken sich nämlich untereinander. Und wenn eine von den 3 schwach ist, sind die anderen auch schwach. Ja, und wir haben dafür die Faceformer-Therapie entwickelt und die Faceformer-Therapie setzt gezielte Reize an Lippen, Zunge und Gaumen genau an den Stellen, die mit den Taktgebern im Hirnstamm verbunden sind. Und die Übungen sind so aufgebaut, dass ihr Nasenatmung, Schlucken und Kopfbalance gleichzeitig trainiert. Alle 3 Funktionen in einem Ablauf. Und wie das genau funktioniert, das zeigt euch die Faceformer App, die ihr euch kostenlos aus App Stores herunterladen könnt. Und das Ziel ist, dass die Taktgeber in eurem Gehirn wieder das korrekte Muster als Automatismus abspeichern. Dass es euer neues Normal wird, die Abstimmung dieser 3 koordinierten Funktionen. Und zwar so, wie es damals bei der Geburt richtig angelegt worden ist und erst durch äußere Einflüsse sich falsch entwickelt hat. Und wenn diese Referenzordnung wiederhergestellt ist, kann der Körper in Homöostase finden, also ein Gleichgewicht entwickeln. Das ist kein ganz fixer Zustand, sondern die Fähigkeit, dass euer Körper immer wieder zu dem korrekten Muster zurückfindet. Und das aktiviert den Vagusnerv. Und wenn sich dieses Gleichgewicht einstellt, was passiert dann? Wenn der Parasympathikus wieder zum Zug kommt, dann sinkt der Cortisolspiegel, also das Stresshormon, was sich aufbaut in unserem Körper. Euer Körper ist nicht mehr im Dauerstress und der Schlaf wird besser, weil das Nervensystem in der Nacht tatsächlich runterfahren kann. Und Entzündungsprozesse, die unter Dauerstress chronisch werden, können sich nach und nach beruhigen. Das ist keine Wirkung des Vagusnerv. Das ist eine Konsequenz daraus, dass das System wieder als Ganzes funktioniert. Wenn ihr also euren Vagusnerv stimulieren wollt, weil ihr gestresst seid, weil der Nacken verspannt ist, weil der Magen rebelliert und weil ihr schlecht schlaft, dann ist das der Weg. Nicht über Gerät am Ohr, auch nicht über Summen oder Gurgeln, sondern über die Funktionen, die dieser Nerv von eurer Geburt an bereits kennt. Atmung, Schlucken und Kopfbalance. Trainiert die, kalibriert die Taktgeber neu und euer Körper findet sein Gleichgewicht. Gesundheit braucht Verstand. Teilt dieses Video mit jemandem, der den Vagusnerv verstehen will. Abonniert unbedingt den Kanal für neue Informationen. Gebt mir einen Daumen hoch und drückt auf die Klingel. Schreibt mir einen Kommentar unter das Video. Habt ihr mal bewusst die Schluckbewegung beobachtet? Was habt ihr gemerkt? Und ich sage wieder, tschüss für heute.